Weil wenn man das dann liest und sieht, ach Mensch, der andere ist ja gar nicht bösartig oder der ist auch nicht ignorant, sondern der tickt einfach nur ganz anders als ich, dann kann man sich ja viel, viel besser verstehen und dann auch viel bessere Absprachen treffen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gesund lesen. Die nächsten rund 25 Minuten sind für Sie extrem wichtig, weil dann erfahren Sie tatsächlich, wer Sie sind. Und wer Sie sind, das könnte Ihnen zum Beispiel Stefanie Stahl sagen, die dieses Buch geschrieben hat. Da steht es, so bin ich eben. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Stefanie Stahl. Grüße Sie, Frau Stahl. Sagen Sie mal, würden Sie jetzt jemanden empfehlen, der kurz vor dem Beziehungsbeginn ist, also kurz bevor er sich auszieht, das Buch zu lesen, um mal zu sagen, ich will erst mal wissen, wer bin ich, und dann möchte ich gerne wissen, wer ist denn der andere? Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist das Buch super gut zum Matchen, also dass man guckt, wer passt eigentlich zu mir. Also ich habe schon öfter Leuten empfohlen, wenn sie gerade so jemanden kennengelernt haben, sage ich, schick den doch mal auf meine Website, ne, der Test kostet ja auch nichts, ist umsonst. Sag mal, oh, ich habe einen lustigen Test, lass ihn mal den Test machen. Und dann guckst du mal, ne? Weil wenn das ein Typ ist, der so ganz entgegengesetzt ist, auf jeder Dimension, dann ist es wirklich nicht so leicht. Also ich kenne zwar auch Ehen, wo beide ganz unterschiedlich sind, aber die brauchen halt viel, viel mehr Toleranz füreinander und viel, viel mehr Verständnis. Und da baut das Buch natürlich auch wirklich Brücken. Also ich habe schon oft so Leserbriefe bekommen, Frau Stahl, Sie haben meine Ehe gerettet. Ne? Weil wenn man das dann liest und sieht, ach Mensch, der andere ist ja gar nicht bösartig oder der ist auch nicht ignorant, sondern der tickt einfach nur ganz anders als ich, dann kann man sich ja viel, viel besser verstehen und dann auch viel bessere Absprachen treffen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin extravertiert und mein Mann ist introvertiert, was auch tatsächlich so ist bei meinem Mann und mir, dann weiß ich, dass er ab und zu mal seine Ruhe und sein bisschen Zeit für sich braucht, seinen Rückzug. Ja? Und weil ich das weiß, nehme ich das ja gar nicht persönlich. Ne? Ich weiß, er ist eben ein armer Intro, der braucht immer wieder so seine Ruhe und seinen Rückzug. Ich brauche das nicht so besonders. Ja? Und dann nehme ich das gar nicht persönlich. Und so kann dieses Konzept halt sehr, sehr viel Brücken zum Verständnis bauen. Und dennoch würden Sie behaupten, das ist tatsächlich in diesen 4 Kategorien getan, oder müsste man dann, sag mal, in der Psychoanalyse dann doch weiter und tiefer gehen? Also, natürlich, weil dieses Buch misst nicht N wie Neurose. Ne? Also das misst ja nur im gesunden Bereich. Das ist ja auch das Schöne daran. Das ist so wertschätzend. Deswegen braucht auch keiner Angst zu haben, diesen Test zu machen, weil das misst nur im gesunden Bereich. Was es natürlich nicht misst, und das ist ja auch eins meiner Kernthemen in anderen Büchern, was haben unsere Eltern uns mitgegeben? Wie bin ich geprägt worden? Ja, also welche, ich sag mal, Filme habe ich am Laufen? Ja, und das misst es nicht. Aber die Ergänzung, wenn man so beides weiß, okay, da sind so meine Prägungen, das habe ich so ein bisschen mitbekommen von meinen Eltern und so weiter und von anderen Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Leben. Und das ist aber auch mein Genpool. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Kombination. Wobei die Gene wirklich schon viel aussagen. Also schon allein, wenn ich extrovertiert bin, habe ich weniger Angst im Leben, ich bin selbstbewusster, ich bin geselliger, ich bin risikobereiter, ja, habe deswegen auch mehr Unfälle. Der Intro hingegen kann sich besser konzentrieren, ist nicht so abhängig von Anerkennung und Aufmerksamkeit, kann ganz lange Aufmerksamkeitsspanne halten, geht besonnen durchs Leben, hat deswegen auch weniger Unfälle. Also man sieht, es ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach nur anders. Und beide haben ihre Stärken. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das quasi so die Auslese der Natur ist, weil wir immer alles brauchen. Wir brauchen die Introvertierten, die besonnen sind, die mahnen, die sich lange konzentrieren können. Wir brauchen aber auch die Extrovertierten, die draufgehen, die Mut haben zum Risiko. Wir brauchen die Abstrakten, die immer das große Ganze sehen, die Theoretiker sind. Wir brauchen aber auch die Konkreten, die tatsächlich die Details und die Umsetzung schaffen. Wir brauchen die Fühlmenschen, wir brauchen die Denkentscheider und so weiter. Gibt es denn auch welche, die, sagen wir mal, 2 fast gegensätzliche Dinge in sich vereinen, sagen wir mal, einer, der extrovertiert ist und trotzdem detailgenau? Extrovertiert heißt ja nicht detailgenau. Detailgenau wäre dann die nächste Dimension, das wäre abstrakt oder konkret. Also, man kann aber extrovertiert sein und trotzdem auch viele introvertierte Momente benötigen. Das heißt, wenn wir eine Dimension haben, Sie können sich das, eine psychologische Dimension ist wie ein Temperaturmesser. Ja? Also Sie haben minus 50 Grad bis plus 50 Grad. Und irgendwo da gibt es einen Nullpunkt. Jetzt nehmen wir, hier ist Extraversion, hier ist Introversion. Und jeder Mensch ist irgendwo anzusiedeln. Ja? Manche sind dann sehr extrovertiert, ich sag mal 45 Grad. Und manche sind vielleicht nur
10 Grad oder schon fast am Nullpunkt. Ja? Das heißt, sie kennen auch gut die introvertierte Seite. Ja? Das ist immer so eine Frage, wo man sich auf dieser Skala befindet. Und insofern gibt es Menschen, deren Ausprägung sehr stark ist, also so Mega-Intros, ja, die wirklich sehr, sehr für sich und in sich und allein sind. Und Mega-Extras, die schon fast so ein bisschen hysterisch, so overtoured, so too much. Ne? Ja. So. Und dann gibt es die relativ in der Mitte sind. Wenn ich jetzt weiß, so bin ich, ist das nicht auch verführerisch, sozusagen mich abzuducken und zu sagen, so bin ich halt. Ja? Also ist das die Aufforderung zu sagen, steh einfach zu dir, du musst auch auf andere dann im Zweifelsfall nicht eingehen. Das könnte ja auch eine Entschuldigung sein, so bin ich halt eben. So. Nee, so ist das aber wirklich nicht gemeint. Das Buch liest, also bei diesen Persönlichkeitsbeschreibungen, die ich mache, habe ich ja verschiedene Kategorien. Zum Beispiel erstmal eine allgemeine Beschreibung, dann Arbeitsleben, dann Liebesleben, dann Elternschaft. Also das ist so aufgeteilt. Und eine wichtige Kategorie ist auch Probleme und Entwicklungsmöglichkeiten. Ja? Also jeder Typ hat seine Stärken, hat aber auch seine Schwächen. Und genau bei diesen Schwächen setze ich dann eben an, also wo er aufpassen muss und wo sein Entwicklungsbedarf besteht. Ja, beim Ideenminister, die angeborene Ideenministerschwäche ist, die sind Meister des Anfangs, aber nicht unbedingt Meister, Sachen auch zu Ende zu führen. Denn sobald es an die Detailausarbeitung geht, ne, langweilen die sich schnell. Ne? Also die sind immer so strohfeuermäßig unterwegs. Ja? Und wenn dann schon die ersten Herausforderungen gelöst sind, verlieren sie oft das Interesse an ihren eigenen Projekten. Das heißt, die müssen zum Beispiel durchhalten lernen. Wobei ich mich ertappt habe, das fand ich ganz interessant, der erste Weg ist, natürlich sich selbst zu erkennen. Und dafür hat man ja eigentlich schon ein ganz gutes Gefühl, weil man sich in aller Regel ja tatsächlich schon ein bisschen kennt, weil man ja sehr lange mit sich schon zusammen ist. Aber man neigt dazu zu sagen, wie ist denn der jetzt drauf? Und das habe ich jetzt tatsächlich gemacht, dass ich für zwei, drei Menschen, die ich glaube gut zu kennen, den Test auch gemacht habe. Also ohne die zu fragen, also aus meiner Wahrnehmung. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil das die eigentlichen Erkenntnisse gebracht hat. Ich glaube, es hilft dann tatsächlich zu sagen, ja, so ist der. Sozusagen Fernspionage per Test. Ja. Gut. Ist doch gut, oder? Kann man machen. Nur man vertut sich da auch manchmal. Ne? Bestimmt. Man weiß ja nicht, ob der Mensch wissen. das tatsächlich so ausgefüllt hätte. Aber Sie haben völlig recht, wenn man dieses Konzept auch ganz gut kennt, also wirklich auch verstanden hat, was dahinter steht. Ich meine, den Test machen ist ja eine Sache, und dann kriegt man ein Ergebnis. Aber zu verstehen, wie dieser Test funktioniert, ist die andere Sache. Und wenn ich das verstanden habe, dann bin ich natürlich mit meiner Menschenkenntnis einen Riesenschritt weitergekommen. Wie haben Sie den Test und auf welcher Basis haben Sie ihn entwickelt? Also jetzt den persönlichen Test? Genau. Ja, auf diesen 4 Kategorien, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich jetzt zum Beispiel Extraversion, wie kann ich das jetzt am besten erfassen? Ob jemand extro oder extravertiert ist, das ist beides richtig. Ja, dann überlegt man sich Fragen. Zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freunden im Urlaub bin, kann ich sie die ganze Zeit um mich haben oder brauche ich manchmal Zeit für mich allein? So. Es ist hochwahrscheinlich, dass die Extravertierten eher sagen, ich kann die eigentlich die ganze Zeit um mich haben und die Introvertierten eher sagen, nee, da brauche ich Zeit für mich allein. Oder wenn ich in Gesellschaft bin, dann rede ich gern und viel. Oder wenn ich in Gesellschaft bin, höre ich meistens zu. Ja? Die Intros sind eher die Zuhörer, die Extras sind eher die Redner und so weiter und so fort. Und wir haben für jede Kategorie haben wir 11 Fragen. Und der Test misst ziemlich gut. Der misst nicht perfekt, weil er eben auch auf der Selbsteinschätzung beruht. Manche Leute haben es schwer, sich auch einzuschätzen, aber er misst wirklich mal, ich würde mal sagen, er misst 2+. Und wenn das Ergebnis, was am Ende bei rauskommt, wie gesagt, den kann man ja auch im Internet machen, kostenfrei auf meiner Homepage, da haben wir das gekürzte Ergebnis reingestellt, nicht das ganz lange Ergebnis. Wenn das Ergebnis nicht zu 99 oder 95% zutrifft, dann ist das falsche Ergebnis. Ja? Weil jeder hat einen ganz klaren Typ am Ende und sagt, ja genau, das bin ich. Das bin ich zu mindestens mal 95%. Ich will nochmal auf die 4 Dimensionen eingehen, weil ich glaube, das muss jemandem klar sein. Extra oder introvertiert. Woran erkenne ich das denn?
Sie erkennen das schon am Gesprächsverhalten. Die Introvertierten sind einfach ein bisschen zurückhaltender meistens. Wirken auch oft auf den ersten Kontakt ein bisschen reservierter. Ne? Die Extras sind oft die so sehr offen auf Menschen zukommen, auch sehr schnell auf Persönliches zu sprechen kommen. Das fällt den Extrovertierten gar nicht schwer, also so auch Persönliches einfließen zu lassen. Die Introvertierten halten sich am Anfang eher der Bekanntschaft eher mal zurück mit persönlichen Informationen und man erkennt es auch schon an der Gestik eigentlich. Die Introvertierten sind in allem ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückhaltender. Die Extravertierten auch in der Gestik und Mimik. Also man merkt schon, dass wir beide extravertiert sind. Bei Introvertierten würde das Gespräch jetzt sehr viel besonnener, ruhiger laufen. Und also da gibt es schon viele Punkte, an denen man das erkennen kann. Nun wollen wir ja meistens ein Ergebnis haben. Also ich sag mal, im Geschäftsleben, ich habe einen Gesprächspartner, dem will ich im weitesten Sinne etwas verkaufen, also mich oder meine Dienstleistung. Im Fernsehen würde man vielleicht Werbung verkaufen oder irgendwie eine Kooperation. Wenn ich jetzt feststelle, mein Gegenüber ist im Gegensatz zu mir introvertiert, gibt es dann auch so einen Handwerkskasten, wo man sagen muss, wenn ich das jetzt feststelle, mein Gegenüber ist introvertiert, aber ich möchte trotzdem ein Ergebnis haben, was tue ich dann? Sie halten sich vor allen Dingen ein bisschen zurück. Gehen sich nicht zu intensiv auf ihn zu, ja, belabern ihn nicht zu viel, weil was ganz spannender Unterschied zwischen Intro und Extrovertierten ist, dass die Extrovertierten, die können laut denken, also die können denken, während sie sprechen und sind dann manchmal selbst überrascht, was sie sich alles so sagen hören. Also sie hören sich manchmal Sachen sagen, die für sie selbst neu sind, ja. Von dem Prinzip der Verfestigung der Gedanken beim Reden. Ja. Genau. Und die Introvertierten, das ist sehr interessant, die müssen erst immer mal in sich gehen und dann reden. Das heißt, die denken erst nach und reden dann, während der Extrovertierte öfter erst redet und dann denkt oder beziehungsweise gleichzeitig redet und denkt. Das können wir. Das liegt daran, dass die Introvertierten längere Nervenbahnen haben als die Extrovertierten. Die haben kürzere Nervenbahnen und deswegen sind die Extrovertierten auch impulsiver und im schlechten Fall auch aggressiver. Das sind die schneller dann mal, die eine kürzere Zündschnur haben. Und was jetzt ganz spannend ist, das ist jetzt zwar kein Beispiel aus dem Geschäftsleben, aber ein schönes Beispiel aus dem Privatleben. Ich sag mal, ein introvertierter Mann und eine extrovertierte Frau treffen sich abends, kommen nach Feierabend, treffen sich in ihrer Wohnung und dann sagt die Extrovertierte, fragt den Mann, na Schatz, wie war denn dein Tag heute? So, jetzt wird der introvertierte Mann in sich gehen, überlegen, wie war denn mein Tag? Ne? Dann denkt aber die extrovertierte Frau, der Stoffel antwortet mir schon wieder nicht und redet dann selbst, wie ihr Tag war. Ja? Und dann denkt er wiederum, sie interessiert es doch gar nicht. Ne? Interessiert ja gar nicht, wie mein Tag war, sonst würde sie hören, was ich antworte. Ja? Und das sind so ganz übliche kleine Missverständnisse, die zwischen Extro und Introvertierten auftauchen können im Alltag. Und deswegen ist es auch tatsächlich so, wenn die zum Beispiel ein Konfliktgespräch haben, ne? Ein Extro und ein Intro, der Intro fühlt sich dann oft überfordert, weil der Extra redet und redet und redet und hat auch ganz tolle Argumente, das ist wahnsinnig schlagfertig, zack, zack, zack. Und beim Intro gehen irgendwann die Schotten dicht, weil er sich überfordert fühlt. Und wenn man das aber weiß, dann kann man zum Beispiel als Paar die Verabredung treffen, okay, wir schlafen eine Nacht drüber. Dann kannst du dich sortieren, ne? Du musst sich nämlich erstmal die Sachen mit sich abmachen, sich sortieren und dann können wir am nächsten Tag drüber reden. Und deswegen ist das toll, wenn man diese Sachen weiß, weil man da ganz schöne Absprachen mit treffen kann. Konkret oder abstrakt? Wie kommen denn die beiden zueinander? Ach, die haben es fast nur am leichtesten miteinander. Also die Abstrakten, das sind eher die Theoretiker, die immer das große Konzept interessiert. Der rote Faden, die auch ganz gerne neue Konzepte entwerfen. Und die Konkreten sind die sehr pragmatisch sind, die sehr im Hier und Jetzt sind, die lieber auf altbewährtes zurückgreifen. Also viele handwerklich Begabte sind konkrete oder auch Chirurgen, ja. Also das ist so ganz konkret, so zum Anpacken, Detail. Ich glaube, Archäologen sind fast alles konkrete. Ja, die haben eine mühsame Detailarbeit und so weiter, während sie unter den Philosophen, Psychologen und so weiter mehr Abstrakte finden, das heißt, die in Konzepten denken. Die kommen normalerweise, gibt es da oft nicht so viele Reibungsflächen, es sei denn, die Konkreten können manchmal in den Augen der Abstrakten ziemlich pingelig und detailversessen sein. Und das kann auch in ihrem Erzählstil, die erzählen dann so wahnsinnig genau, also die fangen dann an, wie sie ins Flugzeug gestiegen sind, was es zu essen gab und so weiter und so fort. Das interessiert den Abstrakten überhaupt nicht, der will nur im Großen und Ganzen wissen, war der Urlaub jetzt schön oder nicht. Genau, ne? Ja. Und da kann es manchmal Reibungsflächen geben. Ein Fühl- und Denkentscheider treffen aufeinander? Da ist der größte Konfliktstoff zwischen denen.
weil hier muss man auch sagen, da kommt noch verschärfend hinzu, dass es die einzige Dimension ist, wo es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Das heißt, 2/3 der Frauen sind Fühlentscheider und 2/3 der Männer sind Denkentscheider. Und die Denkentscheider sind halt die immer so ein bisschen rationaler sind, die nach Lösungen suchen. Empathie ist nicht deren Stärke, eher das sachlich-analytische Denken ist deren Stärke. Und bei den Fühlentscheidern, die können zwar auch sachlich und analytisch denken, also es ist keinerlei Aussage über den Intelligenzquotienten, sondern einfach nur so über den Persönlichkeitsstil. Die interessiert halt sehr das Zwischenmenschliche, die können sich gut einfühlen, die reden auch gern über zwischenmenschliche Dinge und die empfinden die Denkentscheider oft als zu hart und zu kühl und auch zu sachlich in ihren Aussagen. Und da haben wir dann zum Beispiel diesen ganz klassischen Konflikt, von dem jeder schon mal gehört hat oder ihn auch persönlich kennt. Eine Frau erzählt von ihrem Problem, sie möchte eigentlich, dass der Mann ihr zuhört und empathisch mitgeht und der Mann präsentiert immer Lösungen. Und die Frau ist total genervt, weil sie sich nicht verstanden fühlt und weil sie die Lösung im Zweifelsfall auch selber finden kann. Sie möchte einfach mal, dass der Mann ihr zuhört und mitgeht. Ja? Und das wäre zum Beispiel so ein typisches Problem zwischen Fühl- und Denkentscheidern. Und die Denkentscheider finden die Fühlentscheider wieder oft zu weich oder zu unklar. Also denken, also irgendwie muss ja nicht immer darauf Rücksicht nehmen, was die anderen sagen, jetzt zieh doch mal dein Ding durch. Ja? Also die können einfach wesentlich distanzierte Entscheidungen treffen. Und da glaube ich auch, dass die Evolution einfach beide braucht. Ja? Sie braucht die auf Kooperation und Ausgleich bedacht sind. Sie braucht aber auch die mal ganz knallhart sagen, hier geht's jetzt lang. Liebe Frau Stahl, gefühlt könnte ich da noch stundenlang mit Ihnen drüber nachdenken. Ich empfehle Ihnen, reden Sie gar nicht so lange, sondern schnappen Sie sich das Buch, also wahrscheinlich müssen Sie es dann kaufen oder Sie leihen es sich. So finden Sie heraus, wie Sie eben sind und finden Sie vor allen Dingen heraus, wie andere sein könnten. Und im besten Falle, naja, dann erkennt man, der andere ist halt eben so oder so. Und man könnte sich ein bisschen darauf einstellen. Und ich glaube, man könnte dann im kooperativen Zusammenleben deutlich erfolgreicher sein, wenn Sie den Bestseller von Stefanie Stahl lesen. Ich danke herzlich für Ihre schwungvollen Ausführungen. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch, danke. Ich glaube, ich lade Sie auch zu anderen Themen ein, weil ich weiß, Sie haben auch zum Beispiel über das Thema Jein, da könnte man ja tagelang... Bindungsangst. Oder Bindungsangst, kann man sehr, sehr lange drüber reden. Das tun wir auch, aber in einer anderen Sendung. Jetzt verdauen Sie erst mal das. Ja, so bin ich eben.